Hallo, ich begrüße Sie hier bei meinem Vortrag zum Tandemlernen. Ich bin der Initiator des Projekts, Konrad Rennert, mein Name, Geschäftsführer der Plupages GmbH aus Kassel. Und das Projekt können Sie sehen, wenn Sie tandem.plupages.de im Internet eingeben. Tandemlernen ist, wenn zwei Personen mit unterschiedlichen Sprachen sich gegenseitig fördern. Das heißt, der eine lernt vielleicht die Sprache, der andere erweitert seine interkulturelle Kompetenz oder vielleicht sucht er ja auch Mitarbeiter und sagt sich, vielleicht findest du ja jemanden oder hilfst zumindest jemanden, der ähnlichen beruflichen Hintergrund hat wie du und der sich mit dir auf interessante Weise austauscht. Warum Tandemlernen? Die mündliche Kommunikation, die muss häufig ergänzt werden, wenn man jetzt an Gruppenunterricht denkt, der im üblichen Rahmen stattfindet. Der Gruppenunterricht bei Volkshochschulen oder bei anderen Bildungsträgern, der ist sicherlich sehr gut und ein hervorragendes Angebot für die Menschen, die als Flüchtlinge zu uns kommen. Aber an solchem Gruppenunterricht können sich in der Regel die Teilnehmer nur selten mit eigenen Wortbeiträgen beteiligen. Warum ist das so? Wenn der Lehrer 50% der Redezeit für seinen Unterricht beansprucht, dann bleiben für die Schüler noch 50% übrig. Wenn er nur eine kleine Gruppe mit 10 Schülern hat, dann ist ein Zehntel von 50% 5% pro Teilnehmer. Und wenn er 20 Schüler hat oder wenn sie 20 Schülerinnen hat, dann wären das nur 2,5% pro Teilnehmer. Wenn man jetzt an den Tandemunterricht denkt, wo nur zwei miteinander sprechen, dann hat jeder im Schnitt 50% Gesprächsanteil. Und das ist natürlich ein klarer Vorteil. Voraussetzung zum Gelingen von Tandemunterricht mit deutschsprachigen Tandemteilnehmern und jemandem, der Deutsch als Fremdsprache spricht, ist, dass derjenige, der die Fremdsprache Deutsch hat, der muss auf der Niveaustufe B1 des gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen sprechen können. Das heißt, er hat also nicht nur Anfängerkenntnisse, sondern er kann sich also auch schon verständigen und das geht vielleicht auch nur mit Umschreibungen und mit mehreren Erklärversuchen, aber grundsätzlich ist es möglich, dass er sich mit einem deutschsprachigen Tandempartner unterhalten kann. Wenn man das kann, dann kann man gemeinsam mit dem Tandempartner in Ergänzung zu dem Unterricht, den man ja sowieso haben sollte oder vielleicht den man sich auch über Fernunterricht reinholt, da hat man dann die Möglichkeit, die nächste Niveaustufe B2 zu erreichen. Die braucht man, wenn man eine Ausbildung beginnen möchte, oder C1. Das ist erforderlich, wenn man beispielsweise ein Studium beginnt oder vielleicht eine Meisterprüfung irgendwo ablegen möchte. Unter diesem Aspekt ist Tandemlernen kein Ersatz, sondern eine Ergänzung des Gruppenunterrichts, um mehr Zeit für die Anwendung der Sprache zu haben. Und wenn man hier in diesem Beispiel und in diesem Angebot Videokonferenzen einbezieht, dann ermöglicht das, dass Partner aus dem ganzen Sprachraum zusammenfinden. Idealerweise haben diese Tandempartner einen ähnlichen beruflichen Hintergrund und vielleicht auch ähnliche Interessen. Solche Tandems kann man mit Mikro- und Makroprojekten organisieren. Ich will hier mal ein paar Beispiele nennen für Mikroprojekte. Das wären zum Beispiel, wenn man gemeinsam das Durchführen von Vorstellungsgesprächen übt oder wenn man die Aufgaben, die man vielleicht an seinem Hauptunterricht in der Volkshochschule bekommen hat, wenn man die gemeinsam bespricht oder wenn man Präsentationen für eine Videokonferenz erstellt, wo man was vortragen will. Oder wenn man sich auf eine konkrete Prüfung vorbereitet und man hat schon mal gehört, was da so im Wesentlichen Gegenstand sein wird, dann kann man das also auch in einem Mikroprojekt besprechen. Oder man hat Stellenangebote und möchte das mit einem deutschen Tandempartner besprechen. Oder vielleicht auch, wenn man sich bei der Erstellung von Bewerbungen helfen lassen möchte. Das wären die Mikroprojekte. Jetzt komme ich zu den Makroprojekten. Das wäre, wenn man jetzt an das Beispiel, was ich da auf der Webseite genannt habe, mit Yuan Chu, kann man sich ja da auch als Suchbegriff eingeben, dann wäre das eine
zweisprachige Erstellung einer Webseite oder wenn man zweisprachige Bildungsmaterialien erstellt, zum Beispiel Glossars oder Vokabellisten oder wenn man Vokabel- und Grammatiktests auf der norwegischen Lernplattform Kahoot vorbereitet. Das ist alles möglich und dazu muss man dann natürlich den richtigen Partner für ein Makroprojekt haben. Damit das gelingt, muss man sich ja zunächst erst einmal vorstellen. Das geschieht hier, bis dass man solche Makroprojekte machen kann, in 2 Vorstellungsrunden. Die erste Vorstellungsrunde dient zum Kennenlernen. Man kommt das erste Mal auf so einer Plattform zusammen. Dazu braucht man eine Einladung und die wird nach Anforderung an die in der Anforderung verwendete E-Mail-Adresse gesendet. Da kann man sich dann in dem Schreiben, was man da zurückliefert, schon mal vorstellen. Man kann sein Pseudonym wählen und ein paar Zeilen schreiben für das Lernmanagementsystem beziehungsweise für die anderen Teilnehmer, die dann vielleicht vorab schon eine Mitteilung bekommen, wer stellt sich denn da in der ersten Vorstellungsrunde vor. Aber das sollte natürlich alles mit Pseudonym und nicht mit Klarnamen passieren. Bei den Videokonferenzen, da verwenden wir AlphaView. Das kennen nicht allzu viele, aber das ist eines der besten für Unterrichtszwecke. Oder Zoom, das ist sehr weit verbreitet. Das wird also auch häufig an Universitäten, auch in Schulen eingesetzt. Was man dann in dieser ersten Vorstellungsrunde machen sollte, ist in kurzer Zeit, vielleicht in weniger als einer Minute, sagen, was man von Beruf ist oder was man als Beruf lernen möchte, was die Hobbys sind, was man bieten kann als Gegenleistung, was man sucht. Ja, und wenn man das schriftlich macht, dann sollte das nicht mehr als 10 Zeilen umfassen und die eigentliche Vorstellung der Videokonferenz sollte nicht länger als eine Minute dauern. Weil wenn da höchstens 24 Teilnehmer eingeladen werden, dann wäre das schlecht, wenn der erste 10 Minuten redet und hinterher werden alle ungeduldig. Das ist unfair. In dieser ersten Vorstellungsrunde gibt es noch keine exklusive Zusammenarbeit. Das heißt also, die Runde endet auch nicht mit der Vorstellung, sondern diese Videokonferenz ist noch länger offen und dann kann man abprüfen, ob es da interessante Leute gibt, Tandempartner gibt, mit denen man dann sich vorstellen kann, weiterzumachen. Und deshalb sind da Mehrfachkontakte oder Mehrfachverhältnisse möglich. Am Ende entscheidet man dann, ob man an der Zwei-Faktor-Authentifizierung teilnimmt, damit man in die zweite Runde kommt und dann auch sein Profil hinterlegt. Bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung ist ja auch auf der Plattform tandembluepages.de Näheres beschrieben. Das kann man sich dann noch anschauen. Und auf dieser Plattform läuft dann das Lernen mit geeigneten Tandempartnern, die man sicher selbst heraussuchen kann. Die zweite Vorstellungsrunde, die findet dann nach der Authentifizierung auf der Lernplattform statt. Für die Fachleute, denen Moodle etwas sagt, das ist die Basis dafür. Dort verwendet man weiterhin ein Pseudonym. Es ist nicht nötig, dass man da mehr als das Pseudonym oder vielleicht den Vornamen des Gegenübers kennt. Wir brauchen weder Wohnung noch Telefonnummer, um miteinander zu reden. Und da wird natürlich dann auch wahlweise AlphaView oder Zoom als Videokonferenz eingesetzt. Damit neue Teilnehmer sich bekannt machen können, gibt es regelmäßige Termine, wo sie sich vorstellen. Da kommen die Neuen hinzu, aber auch diejenigen, die schon dabei sind und wollen Neues erfahren oder vielleicht neue Kontakte auftun, die können auch kommen. Diese Runde wird moderiert. Und da stellen sich natürlich nicht nur die Neuen vor, sondern auch die vorhandenen Anwesenden sagen kurz, was sie hier schon gemacht haben und sie verweisen dann auf ihre Profile, weil länger als eine Minute Redezeit, das würde dann zu anstrengend sein und wie auch schon in der ersten Runde gegenüber denen, die sich später dann vorstellen, das wäre dann unfair. Wichtig in diesem Zusammenhang ist das aussagekräftige Profil im Lernmanagementsystem. Das kann durchaus so umfangreich sein wie eine Bewerbung mit Lebenslauf, wobei alle Daten, die auf Standort, auf Adresse oder Telefonnummer Rückschlüsse ermöglichen oder auf die Person, die sollte man dann weglassen. Man kann diese Daten dann, wenn man einen vertrauenswürdigen Tandempartner gefunden hat, dem kann man die natürlich dann
exklusiv und persönlich mitteilen, aber das muss nicht hier auf der Plattform stehen. Es ist zwar durch die Authentifizierung sichergestellt, dass hier keine Kriminellen teilnehmen können, aber aus Gründen des Datenschutzes verweise ich darauf, seien Sie datensparsam, tragen Sie nur das ein, was man braucht, um Sie zu kontaktieren. Jeder, der auf der Plattform mitmacht, der hat eine interne E-Mail, die dann nicht die normale E-Mail ist, sondern die wird für die interne Kommunikation verwendet. Und dort kann man auch eintragen, dass, wenn da was eingeht, das an die eigene E-Mail-Adresse, die man üblicherweise hat, weitergeleitet wird. Diese Vorstellungsrunden, die können auch die Präsenz von Stellenanbietern beinhalten. Das könnten ja auch Tandempartner sein. Wer Mitarbeiter sucht, der kann selbst Tandempartner werden oder er kann Mitarbeiter als Tandempartner entsenden, zum Beispiel aus einer Personalabteilung, um damit dann nach Talenten zu suchen. Für solche Aufgaben kommen in Frage entweder die Ausbilder oder vielleicht auch fitte Ruheständler, die sagen, oh, ich habe noch eine interessante Aufgabe und ich gucke mal, ob sich da jemand findet, der vielleicht eine interessante Position bei meinem ehemaligen Arbeitgeber einnehmen könnte. Die Tandempartner sind und aktiv mitmachen als Tandempartner, für die ist das alles kostenlos. Wer offene Stellen anbieten möchte, ohne selbst Tandempartner zu werden, der kann hier gegen Bezahlung virtuelle Räume mit Videokonferenzen buchen. Dort kann er Tandempartner oder Teilnehmer informieren und das ist dann auch die Einnahmequelle, mit der ich dieses Angebot finanzieren möchte. Zum Schluss noch die Möglichkeiten zur Abmeldung. Jeder kann sich jederzeit per E-Mail abmelden. Die Profile werden dann aus dem Lernmanagement entfernt und ein Zugang ist nicht mehr möglich. Wer einen Monat oder länger nicht mehr aktiv war, der wird automatisch abgemeldet. Das Profil wird dann auch ohne Rückfrage gelöscht. Eine Neuanmeldung ist möglich, sofern die Kapazität das hergibt. Zum Schluss noch, wie stellt man den Kontakt für die erste Vorstellungsrunde her? Den Link erhalten Sie als Antwort, wenn Sie eine E-Mail an videokonferenz@konradrennert.de senden. Das wäre es, was ich hier zur Einführung in dieses Angebot sagen möchte. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir uns dann in der ersten Vorstellungsrunde persönlich begegnen. Tschüss.